Was passiert mit uns, wenn der letzte Atemzug vorbei ist? Nicht mit unserem Körper. Der bleibt hier. Sondern mit dem Teil von uns, der fühlt, erinnert, liebt, leidet und manchmal schon im Leben spürt, dass er mehr ist als nur Fleisch und Gedanken. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod, weil sie glauben, dort wartet ein Ende. Andere glauben, dort beginnt ein Gericht. Und wieder andere sagen, die Seele kehrt immer wieder zurück, solange sie etwas nicht verstanden hat. Aber was, wenn Inkarnation nicht Strafe ist? Was, wenn dieses Leben kein Zufall ist? Und was, wenn deine Seele nicht gezwungen wird, sofort wieder auf die Erde zurückzukehren? In diesem Video geht es nicht um einfache Antworten. Es geht um eine alte Vorstellung, die Menschen seit Jahrtausenden begleitet. Die Seele kommt, vergisst, lebt, leidet, liebt, lernt und geht wieder. Vielleicht nicht, weil sie muss, sondern weil sie etwas erfahren wollte, das sie anders nicht erfahren kann. Bleib bis zum Ende dabei, denn am Schluss geht es um eine Frage, die viele Menschen tief trifft. Wenn du frei wärst, würdest du dieses Leben noch einmal wählen? Viele stellen sich die Erde wie einen Strafort vor, als wären wir hier gelandet, weil wir etwas falsch gemacht haben, als hätte uns eine höhere Macht aus einem besseren Zustand herausgeworfen. Aber in vielen spirituellen Sichtweisen ist die Erde kein Gefängnis. Sie ist eher ein Erfahrungsraum, hart, widersprüchlich, manchmal brutal, aber nicht sinnlos. Die Seele kommt nicht hierher, weil sie klein ist. Sie kommt hierher, weil sie durch Begrenzung etwas erkennt, das im Zustand reiner Einheit kaum erfahrbar wäre. In einem Zustand, in dem alles Liebe ist, gibt es keine Sehnsucht, keine Angst vor Verlust, kein Warten, keine Eifersucht, kein Mut, der sich gegen Angst stellen muss, keine Vergebung, wenn nie jemand verletzt wurde. Das klingt hart, aber genau darin liegt der Gedanke der Inkarnation. Die Seele zieht einen Schleier über ihr Wissen. Sie vergisst, wer sie ist. Nicht, weil sie dumm wird, sondern weil Erfahrung nur echt wirkt, wenn man mitten darin steht. Ein Schauspieler weiß, dass er eine Rolle spielt, aber wenn die Seele inkarniert, vergisst sie die Bühne. Sie glaubt für eine Zeit, sie sei nur diese Person, dieser Name, dieser Körper, diese Geschichte. Und gerade dadurch wird alles intensiv. Liebe wird riskant, Abschied tut weh, Entscheidungen haben Gewicht, Worte können retten oder zerstören. Ein einziger Mensch kann dein ganzes Leben verändern. Vielleicht ist genau das der Grund, warum wir kommen. Nicht um perfekt zu sein, sondern um wirklich zu erfahren, was unsere Entscheidungen in einer Welt bedeuten, in der nichts leicht ist. Wenn der Körper stirbt, endet aus dieser Sicht nicht sofort alles. Es beginnt ein Übergang. Nicht laut, nicht dramatisch. Eher wie ein langsames Lösen von etwas, das lange festgehalten hat. Viele Traditionen sprechen von einer Zwischenzeit nach dem Tod. Manche nennen bestimmte Tage, manche sprechen von Ebenen, manche von einem Licht, andere von einem Zustand zwischen Erde und Heimkehr. Man muss solche Beschreibungen nicht wörtlich nehmen, aber sie zeigen alle auf etwas Ähnliches. Der Tod ist nicht nur ein Punkt, er ist ein Prozess. Besonders oft wird von einem Lebensrückblick erzählt. Nicht wie ein Film, den man bequem anschaut, eher wie ein tiefes Wiedererleben. Du siehst nicht nur, was du getan hast, du fühlst, was deine Taten in anderen ausgelöst haben. Ein Satz, den du leichtfertig gesagt hast, ein Mensch, den du übergangen hast, eine Liebe, die du nicht angenommen hast, aber auch das Gute. Die kleine Hilfe, an die du kaum noch gedacht hast,
das Wort, das jemandem Kraft gegeben hat. Die stille Geste, die für einen anderen alles war. Das Entscheidende daran ist, in dieser Vorstellung richtet dich niemand mit kalter Strenge. Kein alter Mann mit Bart, kein himmlischer Richter, der Akten liest. Du erkennst dich selbst. Und das kann viel ehrlicher sein als jedes Gericht. Denn vor bedingungsloser Liebe kann man sich nicht mehr verstecken. Nicht, weil diese Liebe dich beschuldigt, sondern weil sie nichts verzerrt. Alles wird sichtbar. Nicht um dich zu bestrafen, sondern damit du wirklich verstehst. Vielleicht ist das die eigentliche Ernte eines Lebens. Nicht Besitz, nicht Status, nicht die Rolle, die man gespielt hat, sondern was durch uns in anderen Menschen zurückgeblieben ist. Jetzt kommt die Frage, die viele Menschen am meisten bewegt. Muss eine Seele wieder inkarnieren? Viele haben Angst vor einem endlosen Rad, als würden wir sterben, kurz durchatmen und dann sofort wieder in ein neues Leben geworfen werden. Ohne Wahl, ohne Pause, ohne Gnade. Aber viele spirituelle Lehren beschreiben es anders. Die Seele wird nicht wie ein Gegenstand zurückgeschickt. Sie wird nicht gezwungen, sofort wieder Mensch zu werden. Wenn eine Seele erschöpft ist, wenn ein Leben sehr schwer war, wenn Tod, Trauma oder tiefer Schmerz sie überfordert haben, dann gibt es in diesen Vorstellungen Ruhe, eine Art geschützter Raum. Kein Ort mit Uhr und Kalender, eher ein Zustand, in dem Heilung möglich ist. Dort muss niemand funktionieren. Niemand muss stark sein. Niemand muss sofort verstehen, warum etwas passiert ist. Die Seele darf ruhen. Sie darf begreifen. Sie darf loslassen, was sie auf der Erde nicht loslassen konnte. Erst wenn ein innerer Impuls entsteht, kann eine neue Inkarnation beginnen. Nicht wie ein Befehl von außen, mehr wie ein leiser Ruf von innen. Vielleicht gibt es etwas, das noch nicht vollendet ist. Eine Liebe, die verstanden werden will. Eine Angst, die nicht mehr führen soll. Eine Erfahrung, die die Seele freiwillig sucht, weil sie dadurch weiter wird. Und trotzdem gibt es etwas, das uns binden kann. Starke Anhaftung. Sucht. Hass. Besitzdenken. Ein Leben, das innerlich nie losgelassen wurde. Nicht als Strafe, sondern weil das Bewusstsein noch an etwas klebt. Was wir nicht loslassen, trägt Gewicht. Vielleicht sogar über den Tod hinaus. Ein weiterer Gedanke ist ungewöhnlich. Zeit muss für die Seele nicht so funktionieren wie für uns. Wir denken linear. Gestern, heute, morgen. Geburt, Leben, Tod. Aber vielleicht sieht die Seele nicht eine Linie, sondern ein ganzes Feld. Dann wäre Reinkarnation nicht einfach eine Perlenkette aus Leben. Vielleicht sind manche Erfahrungen näher beieinander, als wir denken. Vielleicht kann ein größeres Bewusstsein mehrere Aspekte von sich gleichzeitig erfahren. Das bedeutet nicht, dass du weniger wichtig bist. Im Gegenteil. Du bist nicht nur eine austauschbare Figur in einem riesigen System. Diese konkrete Person, mit diesem Gesicht, dieser Stimme, diesen Wunden, diesen Erinnerungen und diesen Entscheidungen gibt es nur einmal. Selbst wenn die Seele größer ist als dieses Leben, ist dieses Leben nicht beliebig. Darum ist es auch gefährlich, Reinkarnation romantisch zu verklären. Nicht jeder war König, nicht jeder war Heiler, nicht jeder saß neben berühmten Menschen. Wenn die Seele lernen will, dann sammelt sie alle Seiten des Menschseins. Stärke und Schwachheit, Schuld und Unschuld, Geben und Nehmen, Macht und Ohnmacht, Liebe und Verlust. Vielleicht ist die wichtigste Frage deshalb nicht, wer war ich früher? Vielleicht ist die wichtigere Frage,
Was mache ich jetzt mit diesem Leben, das gerade durch mich schaut? Wenn man so auf Inkarnation schaut, wird der Tod nicht automatisch klein. Er bleibt gewaltig. Er bleibt geheimnisvoll. Er bleibt etwas, das wir nicht vollständig kontrollieren können. Aber vielleicht verliert er etwas von seinem Schrecken. Denn vielleicht bist du nicht nur dein Körper. Vielleicht bist du nicht nur deine Geschichte. Vielleicht bist du ein Bewusstsein, das durch dieses Leben geht, um etwas zu fühlen, das es sonst nie verstanden hätte. Und vielleicht ist dieses Leben genau deshalb kostbar. Nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es einmalig ist. Jetzt interessiert mich deine ehrliche Antwort. Glaubst du, dass wir freiwillig hier sind? Oder fühlt sich dieses Leben für dich eher wie etwas an, in das man hineingeworfen wurde? Schreib es unten in die Kommentare. Und wenn dich solche Fragen berühren, dann abonniere diesen Kanal. Hier geht es nicht um schnelle Antworten. Hier geht es um das, was in uns weiterfragt, wenn alles still wird.